Willkommen zu Frieden, Recht und Freiheit, und heute soll es gleich um das Allerwichtigste gehen, nämlich um Frieden. Ich finde es ehrlich gesagt sehr schade, dass wenn man von Frieden spricht, man sofort einer Seite zugeordnet wird. Ich möchte ganz bewusst jetzt einfach alle Menschen ansprechen, auch die vielleicht nicht meiner Meinung sind, aber darauf muss man sich doch einigen. Wir sind alle Menschen an allen Fronten, überall auf der Welt, gehören wir zur gleichen Art und wir wollen leben, und dann können wir doch nicht uns gegenseitig töten, und das bedeutet Krieg. Krieg ist die Verrücktheit und jeder vernünftige Mensch müsste gegen Krieg sein. Das hat allerdings einmal ein sehr kluger Mensch, der Erich Maria Remarque, der Autor von dem berühmten Roman Im Westen nichts Neues, gesagt: Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Und darin liegt, glaube ich, ein großes Problem. Wir stellen uns einfach viel zu wenig vor, dass der Krieg bei uns sein könnte, in unseren Städten, in unseren Familien, dass dabei einfach alles kaputt geht. Und ich glaube, ein sehr großes Problem ist, dass sich kaum jemand, vor allem in Deutschland, direkt an den Krieg erinnern kann. Sie müssen heute einen 80-Jährigen, ja eigentlich über 85-Jährigen fragen, wenn jemand mit wachen Sinnen noch den Krieg erlebt hat. Denken Sie mal nach, wie viele Menschen es da noch gibt und wie viele Menschen, die noch präsent sind und in die Öffentlichkeit gehen oder gar Entscheidungsträger sind. Und wenn man aus dieser Generation die letzten Bundeskanzler anschaut, und es ist völlig egal, bei welcher Partei die sind. Willy Brandt hat gesagt, ohne Frieden ist alles nichts. Und Helmut Schmidt hat gesagt, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als eine Minute schießen. Und die hatten recht beide. Das müssen wir uns doch mal klar machen, wie die Leute gedacht haben, die das erlebt haben. Ja, dann muss man sich natürlich fragen, wie kann es denn zu Krieg überhaupt kommen? Und leider ist es so, Krieg hängt sehr oft zusammen mit Lügen. Die Menschen wollen normalerweise nicht aufeinander schießen, aber man kann sie natürlich dazu bringen, dass sie es trotzdem tun. Da gehen wir jetzt in die Geschichte. Schon im Ersten Weltkrieg wurde in Deutschland verbreitet, Nürnberg sei bombardiert worden, was eine Lüge war. In Amerika hat man Propaganda gemacht, die Deutschen würden Babys fressen. Und sogar Hitler, der ja wirklich ganz klar den Krieg angefangen hat, hat seinen Überfall mit einer Propagandalüge gerechtfertigt. Polen hätte angeblich einen Sender überfallen. Das heißt, es ist einfach eine historische Tatsache. Da, wo Krieg war, da gab es sehr oft Lügen. Bis hin zu, ich nenne nur ein neueres Beispiel, 2003 den Irakkrieg, wo gesagt wurde, wir müssen unbedingt diesen Krieg führen, weil das sind Massenvernichtungswaffen. Weiter vor und zurück in die Geschichte will ich gar nicht gehen, sondern stellen wir einfach nur fest, es ist sehr oft Propaganda und Unwahrheit im Spiel gewesen, wenn man die Menschen dazu bringen will, in den Krieg zu gehen. Und leider stellt sich das eben auch oft sehr spät heraus. Es dauert dann 20 Jahre, aber dann sind ja alle schon tot, die in dem Krieg waren. Und eine schlimme Rolle, muss man leider auch sagen, spielen dabei auch manche Medien, die dann halt einfach das erzählen, was jetzt gerade alle erzählen. Und dann bringt man die Leute dazu, dass sie Krieg gut finden, obwohl es gegen jeglichen menschlichen Instinkt und Verstand ist. Ja, was kann man tun? Vielleicht müsste man mehr Antikriegsbücher wie von Erich Maria Remarque lesen, den Roman. Aber nicht nur aktuelle Zeitschriften und Fernsehen oder Internet, das, was gerade jetzt aktuell ist, weil da ist ja auch immer ein Krieg dabei, der dann sagt, ja, das ist falsch und das ist richtig. Sondern wir müssen uns viel mehr zurücklehnen und sagen, nö, Krieg ist immer der falsche Weg. Und ich glaube, da nehmen viele Medien eine Rolle ein, die zu wenig Verantwortung zeigt. Das ist der Grund, warum ich mit diesem Kanal ein kleines Medium schaffen will, gegen den Krieg und für den Frieden. Wenn Sie auch für Frieden, Recht und Freiheit sind, lassen Sie bitte ein Abo da. Diskutieren Sie auch gerne in den Kommentaren. Bleiben Sie aber dabei zivilisiert, beleidigen Sie nicht, wenn Sie nicht persönlich, und das wünsche ich mir sogar für die zustimmenden Kommentare. Setzen Sie sich für Frieden ein.